So, wir kommen nach Rheinhessen. Erinnert ihr euch daran, als ich in der Gegenrichtung gefahren bin, in Rheinböllen gestartet, dann geschrieben hatte Welterbe? Nee. Was soll das denn jetzt? Ja. Nö. Habe ich wohl irgendwas gesagt? Schwesterchen, Hallöchen. Freut mich, dass du vorbeischaust. Bei noch sehr schönem Wetter. Ich hoffe, es geht dir gut. Toller Stream bislang. Internet war bislang sehr gut. Also das S22 taugt was. Na gut, noch ist nicht aller Tage Abend. Kommen ja auch Bereiche, wo wir vorher immer arge Probleme hatten. Mal sehen, wie das S22 sich da schlägt. Ah, hatte ich vorhin mit Markus, naja, keine Diskussion. Wir waren im Grunde genommen, waren wir uns ja einig. Habe ich gesagt, ich boykottiere die WM. Du machst es nicht. Ja, guck Fußball. Und dann erzähl mir später mal, was für eine Armbinde der Manuel Neuer getragen hat. Ja, und in einer sehr guten Qualität, wie ich denke. Also ich habe es ja hier auf dem Tablet laufen. Das Bild ist zwar relativ klein, aber ich habe einen gewissen Eindruck, dass es wohl relativ flüssig und sauber rüberkommt. Ah, jetzt kommen auch wieder schöne Landschaften. Wir sind aus dem Rheintal raus. Wir nähern uns dem Hunsrück. Gebe ich dir recht, Iris. Ja. Aber wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sollte man das Kind da drin lassen? Nein, es ist eigentlich nie zu spät. Gerade nach der letzten Entscheidung der FIFA, dem Verbot, diese Armbinden zu tragen, das hat irgendwie dem fast den Boden ausgeschlagen und da kann ich einfach nur sagen, nee, FIFA geht dahin, wo der Pfeffer wächst. Es wurde schon wegen Nichtigkeiten, wurden Olympische Spiele und Weltmeisterschaften boykottiert. Aber nee, das reicht wohl nicht. Das ist ja nicht schlimm genug, was da in Katar passiert. Der DFB hätte nicht nachgeben sollen. Der größte Fußballverband der Welt lassen sich von der FIFA da kurz halten. Nee, aber hätte Fahrradkette, ne? Also,
habe kein Gewicht drauf, ich fahre leer. Aber trotzdem muss ich mich hier einreihen, wenn ich nicht überholen darf. Ja, Christian, das sagte Markus vorhin auch. Und da hätten wir sie packen können, wenn wir jetzt alle boykottieren, keiner mehr guckt, gehen ihnen die ganzen Werbeeinnahmen flöten. Hätte man machen. Ja, unser eigentlich doch so sympathischer Robert Habeck fällt da dann auch noch auf die Knie und bettelt um Gas. Ja. Ja. Machen wir uns zum Affen. Nur damit wir im Winter nicht frieren müssen. Aber sollten lieber hier die schönen Landschaften genießen, solange es noch möglich ist. Da hinten sind nämlich Wolken, die mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe die ganze Zeit jetzt strahlend blauen Himmel gehabt, aber nun. Ja, vielleicht bleiben die da ja hinten da über Frankreich und wir kriegen die gar nicht. Ja, was Alzey. Erinnerst du dich? Wo du als Geist immer neben mir geschwebt hast? Alzey hatte ich ja von zu Hause aus gezeigt. Das war ja diese Sendung mit dem Greenscreen. Der so lustig war, weil man dich immer nur teilweise gesehen hat. Ja, ist auch schon wieder eine Weile her. Also Christian, du hattest das gesagt mit dem Gas. Ja, ist manchmal durch die Sonne ein bisschen schwierig zu sehen. Jetzt kommt Alzey und ich glaube, man kann sogar die Lufthansa sehen. Ich bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Aber schön ist Alzey auf alle Fälle. Und dann kommen wir ja ins Mittelrheintal. So, wenn, dann müsste das jetzt... Nee, nee man sieht die Lufthansa nicht, aber die ist hier ganz in der Nähe, wenn man da jetzt runter guckt, rechts. Bildschirm links. Wir sind in Alzey. Und ich dachte, du erinnerst dich vielleicht an den Stream, den wir gemacht haben, der in Alzey gestartet hat. Und du da immer so rumgegeistert bist. Wegen des Greenscreens, weil das mit 2 Personen so ein bisschen schwierig war. Haben wir uns köstlich amüsiert. Deswegen dachte ich, du erinnerst dich vielleicht, wenn du den Namen Alzey hörst. Ja, das war lustig.
Ach so, whatever you want. Ja, der Laptop ist aus meiner Sichtweite, kann ich ganz schlecht sehen. Ich mach ab und zu mal einen Blick dahin, um zu gucken, ob es noch grün ist. Aber eigentlich brauche ich das auch nicht, denn auf dem Tablet läuft es immer noch sauber, also kommt es bei euch wahrscheinlich auch sauber an. Und mehr will ich ja gar nicht wissen. Und das Bild auf dem Tablet ist so klein, dass ich dann natürlich nicht sehen kann, welche Musik gerade läuft. Ist mal wieder Hühnersuppe. Ja, macht Appetit. Ja, auf dem Tablet steht das Bild jetzt. Wo ist wieder da? Ich kann es nicht ändern. Es ist aber auf alle Fälle schon wesentlich besser als vorher. Nee, wir fahren da ja jetzt direkt auf die Wolken zu. Also, das möchte ich aber nicht. Jetzt haben wir 3,5 Stunden so schönes Wetter gehabt. Und nu? Ja, wir haben November. Gehen schon Ende November. Wochenende haben wir den ersten Advent. Tobias, herzlichen Dank für deinen Resub im 16. Monat. Toll. Ja, Iris, ich habe jetzt noch eine gute Stunde. 20 Minuten. Dann gehe ich in die Pause. Und dann komme ich noch mal wieder live, wenn das Wetter mitspielt. Hallo Marc. Ja. Gestern war es nur recht kurz. Und ja. Marc, auch dir ganz herzlichen Dank für deinen Resub im 6. Monat. Wow. Na, ich habe doch ein paar sehr treue Zuschauer. Ich bin unterwegs in Richtung Blackwood in Mittelengland. Habe heute Morgen mit dem Alpabstieg gestartet. Das war schön. Man hat auch wirklich was gesehen. Also sehr interessant. Und das Wetter war ja bestens. An meine Mods, ich glaube, Marc hat einen Shoutout verdient. Macht ihr das bitte?
Ja, die LKWs fahren alle relativ schnell. Bist du auch am Stream? Machst jetzt auch gerade Pause? Ja, ich könnte im Grunde genommen ja in der Pause jetzt den Stream weiterlaufen lassen, weil es ja jetzt ein anderes Handy, das für den Stream verantwortlich ist. Danke, Christian. Aber nee, eine Dreiviertelstunde immer nur dasselbe Bild sehen, ich denke, ich schalte den Stream dann diese Dreiviertelstunde ab und komme dann wieder. Und so schön gewesen die ganze Zeit das Wetter und jetzt fahren wir in die Wolken, gerade wo wir jetzt ins Mittelrheintal kommen. Ich habe mich entschieden, über die Hunsrück-Höhenstraße zu fahren und dann bei Trier nach Luxemburg rein. Also heute Nachmittag kommt dann die Fahrt durch Luxemburg. Ja, und dann über die Europastraße 411 an Namur vorbei, um Brüssel herum. Jetzt für die Pause schalte ich ab in 1,25 Stunde etwa. Und dann mache ich eine Dreiviertelstunde Pause und dann komme ich wieder. Dann fahren wir dann erstmal nach Trier, weiter nach Luxemburg. Dann durch das belgische Luxemburg. Ja, in Belgien gibt es auch ein Luxemburg. Namur, durch die Ardennen bis nach Gent. Und in Gent mache ich Feierabend. So, das wird irgendwo später Nachmittag sein. Dann schalte ich ganz ab. Die erste große Belastungsprobe fürs S22. Ja, dann guck mal Fußball. Ja, bislang bin ich eigentlich sehr zufrieden, Marc, muss ich ganz ehrlich sagen. Es erscheint besser zu sein als das S10, als das Xperia sowieso. Das hatte ich ja weggenommen, nachdem das wirklich viel zu große Probleme gemacht hatte. Bin dann ja wieder auf das S10 zurückgegangen. Und das S22 scheint sogar noch eine bessere Empfangsqualität zu haben als das S10. Ja, Iris, schönen Dank fürs Vorbeischauen und gute Fahrt und schönen Feierabend. Und grüß schön. Und falls Finja in der Reichweite noch ist, auch Grüße an Sie. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Hunsrück-Höhenstraße ist 15 Kilometer kürzer. Über Erftal fahre ich aber die ganze Zeit Autobahn. Die Hunsrück-Höhenstraße ist ein Abschnitt von so etwa 15, 20 Kilometer über die Landstraße geht.
Ich habe beide Strecken ausprobiert, es nimmt sich nichts. Also fahren wir die schönere Strecke, wir fahren über die Hunsrück-Höhenstraße. Ja, ist auch wieder ein Samsung. Da bin ich ja eigentlich auch sehr zufrieden mit. Und jetzt noch zufriedener. Nein, es macht sich bislang eigentlich sehr gut. Aber gegen die richtigen Funklöcher, die ich heute schon 3-mal hatte, da hilft es auch nichts. Boah. Immer wenn ich da mal hingucke, wenn ich den Kopf ja ganz weit drehen muss, da ist es grün. Ja, danke schön, Iris. See you heißt es, ne? Mach's gut. Und hier fährt immer noch die Hühnersuppe vor mir. Macht wirklich Appetit. Aber während der Fahrt ist das ja schlecht. Eine Dreiviertelstunde ist für Suppe kochen eigentlich immer ein bisschen knapp. Bis das Wasser heiß ist, dann muss ich auch noch 5 bis 10 Minuten kochen. Ja, mal schauen. Aber das ist doof, wenn die ganze Zeit da ist mal wieder Hühnersuppe vor einem herfährt. Ja, macht Appetit. Guckt mal, was jetzt hier für tolle Landschaften. Also ich glaube, er geht da jetzt auch gleich ins Mittelrheintal. Ciao, Iris. Ja, aber es geht noch. Ist ja immer noch blauer Himmel zu sehen. Ja, dadurch, dass ich die zweite Abladestelle gestern um ein paar Minuten zu spät erreicht habe, haben sie mich nicht mehr abgeladen. Musste dann heute Morgen abladen. Dadurch kommt ihr in den Genuss einer Tagfahrt. Denn sonst wäre ich in der Nacht gefahren. Wenn ich gestern Nachmittag noch abgeladen hätte, dann hätte ich ja nur meine 11 Stunden Pause gemacht und wäre losgefahren. Dann wäre der Alpabstieg im Dunkeln gewesen. So haben wir also eine komplette Tagtour. Ja, und das wird jetzt auch so bleiben, bis ich da den Blackwood geladen habe. Und dann wird sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich alles am Tage abspielen. Und das ist natürlich gut für den Stream. So, jetzt müsste dann auch gleich das Naheteildreieck kommen. Autobahndreieck Nahetal. Jetzt in das Mittelrheintal. Fahren wir jetzt drauf zu. Ja, schöne Grüße an Björn. Ich glaube, der wohnt da irgendwo in der Gegend von Idar-Oberstein.
der Diamantenstadt. Nun gut, wir biegen jetzt hier am Dreieck Nahetal im Grunde genommen ab. Aber wir bleiben auf der A61 oder führt die weiter geradeaus? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oder kommt dann noch ein anderes Dreieck? Aber im Moment sagen sie alle bis Rheinböllen immer geradeaus. Wie, wohnt Bruce Willis auch in Idar-Oberstein? Das wusste ich nicht. Ach, man lernt ja richtig was. Bruce Willis wohnt in Idar-Oberstein. Na toll. Hätte ich nicht gewusst. Ah, ja, nee. Ich habe das jetzt damit verwechselt. Ich komme ja häufiger aus Frankfurt hierher. Und dann muss ich natürlich am Dreieck Nahetal rechts abbiegen. Aber ich befinde mich ja schon auf der A61. Ach, der ist in Idar-Oberstein geboren. Oh, interessant. Sein Vater Soldat? GI? Ja, genau. Da war er da wohl gerade stationiert. So, wieder was dazugelernt. Ja, aus der Richtung komme ich ja meistens, weil ich dann von Frankfurt in Richtung Luxemburg fahre. Dann komme ich hier raus. Ja, Christian, werde ich tun. Ja, aber Bruce Willis ist ja nun ein Begriff. Also manche Sachen von denen, die er gemacht hat, fand ich ja richtig gut. Will ja nichts gesagt haben, aber hier ist Überholverbot. Bin ja nur deswegen so langsam geworden, weil der vor mir so langsam fuhr. Oh, das war jetzt aber kein Überholen, das war Platz machen. Das täte mir leid, aber naja, ich kriege als LKW-Fahrer ja sowieso nur die Hälfte mit. Wenn sowas nicht in den Nachrichten kommt, gar keine Chance. Marc, das ist nun ausgerechnet die Filmreihe, die ich mir nicht so unbedingt antue. So, jetzt erstmal über die Nahe.
Hier ist sie jetzt. Blick nach unten. Und jetzt geht's ins Mittelrheintal. So, weg da mit euch. Guten Appetit, Marc. Bis später. Und schönen Dank fürs Zuschauen. Und für deinen Resub. Herzlichen Dank. Und zurück, wir kommen. Jetzt überholt mich da einer, der nicht in die Pötte kommt. Es wäre endlich mal Gelegenheit, die Hühnersuppe hinter uns zu lassen, aber nein. Die Hühnersuppe bleibt vor uns. Keine Verzögerung, sagt Garmin. Das heißt also, Baustelle scheint frei zu sein. Ah, und da haben wir wieder Überholverbot. Ja, wird zweispurig. Die Baustelle mag ich überhaupt nicht. Aber noch schlimmer ist die bei Rothenburg ob der Tauber. Also gestern ja wieder in der Nacht gefahren. Ah, das ist Blut und Wasser habe ich geschwitzt. Rechts und links diese Metallteile zur Spurabtrennung. Und dann keine 3 Meter breit. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Und das zieht sich über 10 Kilometer. 10 Kilometer fährt man da in dieser Spurrinne. Anders kann man das nicht bezeichnen. In Richtung Norden geht's einigermaßen. Da ist zwar auch relativ eng, aber da sind diese Metalldinger nur auf der linken Seite. Rechts ist Grasnarbe. Das ist nicht so schlimm, wenn man da mal ein bisschen übertritt. Aber in Richtung Süden, nee. Glücklicherweise fahre ich die nicht allzu oft, aber gestern blieb mir keine andere Möglichkeit. Sie kaufen ein Winnebago
Oh, hier gibt's wieder richtig schön was zu sehen. Kommen wir hier nicht auch über das Moseltal? Auch schon mal drüber weg? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich müsste das ja eigentlich am besten wissen. Ich fahre die Strecke ja ziemlich oft, aber ich fahre so viele Strecken. Naja, da bringt man dann schnell mal was durcheinander. Aber auf alle Fälle ist es eine sehr schöne Strecke. Mal abgesehen von dieser doofen Baustelle da. Ja, und vom Überholverbot. Kriechen wir da hinterher, weil irgendjemand den Berg nicht hochkommt. Letzte Woche den Alpaufstieg. Ja, bin extra so losgefahren, dass ich also noch vor Einrichtung des Überholverbotes da die erste Teilstück fahren konnte. Und dann war auch ziemlich leer dann vor mir. Auf halber Strecke den Alpaufstieg hoch, da war dann einer. Naja, musste ich hinterbleiben, denn da darf ich unter Garantie nicht überholen. Da war ich leer. Da war es dunkel. Oh, noch 1,5 Stunden bis Trier. Ich darf eigentlich nur noch eine Dreiviertelstunde fahren. Also, naja. Wenn diese Viertelstunde Karenz rechnet, eine Stunde. Mal sehen, wie viel Zeit ich durch die Baustelle verliere. Wir sind im Hunsrück. Oh, sind wir oft, ne? Ja, weil einige wichtige Autobahnen hier durch den Hunsrück führen, die ich häufig befahren muss. Okay, hier ist also auch mit dem S22 genau dasselbe Problem wie mit dem S10. Oh ne, bitte nicht wieder ganz abreißen. Gerade hier im Baustellenbereich. Haben wir wieder nur Edge. Ja, ich kann sowieso nichts machen jetzt. Ich kann nur hoffen, dass es wiederkommt. Immer wenn es am schönsten ist, wenn die Strecken so richtig schön werden, dann ist die Mobilfunkversorgung unter aller Kanone. Hauptsache mein Teamviewer reißt nicht ab. Wenn doch, dann lass ich es jetzt ausgeschaltet.
Ja, es ist aber auf der Festplatte. Also spreche ich jetzt zu meinen lieben Zuschauern auf YouTube. Ja, ich werde das dann auch in mehreren Teilen bringen. Wir sind jetzt seit fast 4 Stunden. Als ein Video ist das dann zu lang. It's a lesson too late for the learning. Made of sand, made of sand. In the Ja, wenigstens reicht es im Moment noch für Teamviewer. In your hand, in your hand. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind? I could have loved you better. 12 Kilobyte. Aber 12 Kilobyte reichen natürlich aus für Teamviewer. Das braucht nicht so viel. Nur für den Stream reicht es natürlich nicht. You've got a plenty of reasons for going. This I know. Der Chat ist schon mal wieder da. For the weeds have been steadily growing. Please don't go. Please don't go. Are you going? War gerade rechtzeitig jetzt. Gerade rechtzeitig. Da bin ich wieder. Die wird noch eine Weile dauern, diese Baustelle. Also die eine Brückenhälfte, die ist ja nun schon fertiggestellt, aber die, auf der wir jetzt gerade fahren, muss dann ja auch neu gemacht werden. Wird noch dauern. Nee, da war tatsächlich mal wieder ein ganz fürchterliches Funkloch. Ich sage ja, dagegen ist auch das S22 nicht gefeit. Aber diese Strecke war insgesamt sehr schlecht vom Internet her. Mal sehen. Das war so einer der Bereiche, wo ich dann immer nur mit 1000 Kilobit pro Sekunde rausgegangen bin. Und wir haben noch ein VOD. Wahrscheinlich das 4. Gehe ich mal von aus. Oh, ja, nichts Neues. Kennen wir. Ah, jetzt kommt eine Wahnsinnsbrücke. Leider fahren wir jetzt auf dem verkehrten Brückenteil. Und in der Gegenrichtung könnte man jetzt wahrscheinlich gut was sehen, aber toll. Ja, in der Gegenrichtung wäre das jetzt ganz toll. Ja, sie sind schon relativ weit hier mit dem einen Brückenteil. Und wir biegen jetzt ab. Na gut, der Titel der Sendung stimmt ja jetzt nicht mehr so ganz. Aber es gehört ja immer noch zusammen. Das ist immer noch der Albabstieg-Stream. Auch wenn da immer wieder kommt, dass ich euch mal wieder zeige, wie wunderschön die Welt doch ist.
Noch kann ich mich umentscheiden. Nein, wir fahren jetzt, weil die Navis haben abgestimmt. 2 waren für Hunsrück-Höhenstraße und einer war für Erftal. Also folgen wir jetzt auch der Beschilderung. Nee, nach Bacharach wollen wir nicht. And I follow close behind him, and I try to be your brain, but I could not hide Boah, wir sind eigentlich jetzt recht gut durchgekommen hier durch die Baustelle. Das kenne ich anders. Okay, ist jetzt wohl auch genau die richtige Zeit, um hier durchzufahren. Lord by and by. There's a better home waiting in the sky, Lord, in the sky. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by. There's a better Das ist eine tolle Ausfahrt hier jetzt. Die ist ja nur provisorisch, aber naja, hat so ein bisschen in sich. Aber mal rechter Winkel. Ja, zumindest so ein rechter Winkel, wie die Amerikaner ihn verstehen. Ja, erzähle ich euch auch nochmal bei Gelegenheit. Ja. Amerikaner und rechte Winkel. Ja, haben sie Holzkisten gebaut. Okay, waren 3 Meter. Naja, sollten sie sein. Dadurch, dass sie nicht rechtwinklig waren, waren es dann mehr.